Kaffeepause. Im Stau auf der Autobahn. Herzlichen Glückwunsch. Was ist denn das? Entschuldigung, falsche Wortwahl. Das Ding ist gar nicht doof, der Deckel ist nicht richtig drauf. Deswegen habe ich ein Handtuch drunter gekriegt. Hallo und herzlich willkommen bei Togo. Wir fahren nach Düsseldorf. Und wie ihr hört, ist jetzt Ausfahrt D-Zentrum und wir müssen da gleich raus, weil wir nämlich uns alle spannenden Sachen angucken. Fahrt ihr auch nach Düsseldorf? Seid ihr auch da? Weil wenn ihr das Video jetzt seht, ist zwar das Wochenende schon rum, aber es ist ja noch genug Zeit, da selber hinzufahren. Wir entdecken jetzt mal für euch, was es zu sehen gibt bei La Strada, bei Westfalia, bei Pössl und bei allem anderen, was wir sonst so machen. Gucken uns unsere Zulieferer an, gucken uns die Hersteller an und es gibt spannende Neuigkeiten und in dem Video heute kriegt ihr die ersten schönen Ideen und dann gucken wir mal, was für euch das Spannendste ist und machen zu den einzelnen Sachen noch viele richtig schöne Videos. Also, lasst uns gemeinsam auf die Messe, auf den Caravansalon Düsseldorf dieses Jahr in 2024 starten. So, unser erster Stopp in Düsseldorf. Wir sind noch ein bisschen unvorbereitet, aber es geht eigentlich direkt los mit den Dingen. Das, was momentan bei uns super viel Nachfrage erzeugt, vielleicht sollten wir an dieser Stelle die Firma Thule verlinken, ist der Thule Veloswing. Das ist was mich interessieren würde, ob wir das mit ins Programm aufnehmen sollen. Die Idee, die dahinter steckt, ist zum Beispiel, dass anstelle, wir haben ja sonst den Busbiker als tollen Fahrradträger oder einen klassischen Fahrradträger. Und hier ist die Idee, die Anhängerkupplung schwenkbar zu machen, wie es der Busbiker macht, und dann auf der Anhängerkupplung einen Fahrradträger eurer Wahl drauf zu haben. Und so kann man, wenn man keine Fahrräder dabei hat, eben trotzdem viel Raum haben und das aber auch voll beladen wegschwenken. Ist das eine Lösung, die wir brauchen? Ich finde, es kostet verhältnismäßig viel Geld. Ich denke, ich habe es noch nicht durchkalkuliert, dass man da irgendwo in der Größenordnung mit Montage und E-Satz 2.500 € oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr rauskommt. Und dann braucht ihr ja noch einen Fahrradträger. Sodass ich denke, am Ende mit Fahrradträger, so wie das hier steht, stehen da über 3.000 €. Ist das okay für so eine Lösung, die dafür cool aussieht, einen guten Namen hat, oder lieber was anderes? Die Columbus, die hier stehen, wir haben einen Columbus 540, 600D, 600E und einen 640E, sind alle hier, wenn ihr Düsseldorf noch besuchen wollt. Die haben wir euch ja schon ganz ausführlich gezeigt und da werden wir vielleicht noch mal ein kleines Rundgangsvideo machen, aber die würde ich heute ein bisschen außen vor lassen. Was tatsächlich für uns viel spannender ist, sind die echten Neuigkeiten. Und das sind Sachen, wenn ihr wirklich nach Düsseldorf fahrt, würde ich sagen, schaut euch den neuen Sven Hedin an. Da muss man jetzt dazu sagen, das Auto, was hier steht, ist ein bisschen Zwitter. Wir haben quasi das alte Basisfahrzeug, das ist übrigens mein Messgerät fürs nächste Video. Wir haben ein altes Basisfahrzeug, aber schon das neue Interieur. Das darf ich aus der Hand geben, hervorragend. Unser neuer Sven Hedin Vorführer kommt dann später auf dem MAN Next Generation. Das wird alles ein bisschen gecleanter. Wir haben das woanders schon stehen sehen. Wir blenden euch jetzt mal kurz ein paar Kleinigkeiten von dem Auto ein, dass ihr eine Idee dazu bekommt. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Und mit dem neuen Cockpit und dieser Außenfarbe kommt mein neuer Sven Hedin.
Ich finde es mega schick und ich bin mir relativ sicher, dass wir unseren Vorführer auf jeden Fall so hinstellen mit den Delta 4x4 Classic B Felgen. Und das, was ihr hier im Interieur seht, ist, dass wir... Ach, guck mal, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wir machen das hier heute gemeinsam. Das Vlog-Video zu Düsseldorf ist auch mein Entdeckungsvideo. Das Holzdekor ist tatsächlich ein bisschen anders als im Columbus. Aber von der Grundidee geht der Sven Hedin in die gleiche Welt, in der wir im Columbus bisher unterwegs sind. Und ich finde, das ist absolut auch ein Gewinn. Hat auch einen Kühlschrank hier vorne jetzt mit drin. Bisher war das ja mit den 2 Schubladen, weil Westfalia, glaube ich, an einigen Stellen versucht, ein bisschen zu vereinfachen. Und dann kommen wir mit hier rum. Hat man sich hier auch nicht lumpen lassen, hat gesagt, hey, was kostet die Welt? Wir bauen einfach mal alles dran. Und hat hier noch von Delta 4x4 ist das so ein Querträger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das einer unserer normalen Zulieferer ist, von dem der kommt. Wer unseren Kanal verfolgt, kennt die alle. Aber die Kombination finde ich ziemlich cool. Seitliche Leiter, um aufs Dach zu kommen. Reserverad drauf. Weil in dem Augenblick, wo wir auf 18 Zoll Felgen gehen, das Reserverad ja einfach nicht mehr drunter passt. Und beim Sven Hedin, der hinten seinen Abwassertank hat, sowieso nicht. Kleiner Nachteil der Lösung ist halt, dass das Fenster verdeckt ist. Muss jeder für sich selber entscheiden. So, was Westfalia, glaube ich, als absolutes Highlight für... Ne, wir müssen da, wir verlaufen hier mal die Leute alle über den Haufen. Das ist, und da steht auch mal wieder mein Lieblingswort auf Messen drauf, Prototyp. Das ist der neue James Cook. Und zwar nicht der James Cook, wie ihr ihn kennt, mit Slide-Out, sondern der James Cook 600D. D steht ja bei Westfalia immer für Doppelbett, also hinten quer. Und das, was dieses Auto anders macht, wir gehen mal rüber auf die andere Seite, als die anderen Fahrzeuge bisher, ist, dass wir eine neue Art der Verbreiterung haben. Und zwar habt ihr normalerweise beim Sprinter entweder ein Slide-Out hinten oder ein Pop-Out. Oder sowas wie der andere James Cook mit dem Slide-Out nach hinten. Westfalia hat sich das überlegt, wir machen das anders. Wir fangen mit der Verbreiterung des Fahrzeugs hier vorne an und ziehen die ganz nach hinten. Und auch wenn man sich das anguckt, ist das hier verhältnismäßig dick. Und dadurch hat man dann nämlich die Möglichkeit, in einem Sprinter, der ja an sich ein schmales und für Wohnmobilausbau nicht so geeignetes Fahrzeug ist, ein super schönes Querbett zu haben. Jetzt ist gerade so schön leer, komm, wir gehen da direkt mal rein. Entschuldigung, darf ich mich hier einmal ganz kurz durchdrängen? Danke. Klassischer 6 Meter Grundriss. Wie ihr das von Westfalia kennt, wahlweise als Klassik, also mit festem Dach oder mit Aufstelldach. Ihr seht auf den ersten Eindruck, Sprinter sind immer ein bisschen enger, aber wir haben eine ganz neue Formsprache oder Interieur mit, finde ich, so ist es so ein bisschen, es sieht so ein bisschen aus wie Eiche Hell bei Lastrada. Passt auf jeden Fall richtig schön zu dem Interieur, hier mit normalem Stoff. Wie das Auto im Detail aussieht, das ist eins der Fahrzeuge, die werden wir noch 100% im Detail hier durchfilmen, Schubladen aufmachen, reingucken. Deswegen denkt immer dran, den Kanal zu abonnieren. Und nee, wenn das Video kommt, ist das auf keinen Fall fertig geschnitten, damit ihr auf jeden Fall eine Info kriegt, wenn der Wagen online ist, damit ihr für euch entscheiden könnt, ob der euch gefällt. So, dann gucken wir mal, was Westfalia hier noch auf dem Stand hat. Was für uns in den kommenden Jahren auf jeden Fall eine größere Rolle spielen wird, ist der neue Ford Custom. Bei Westfalia kriegen wir den einmal als New Kelsey, davon haben wir schon echt viele verkauft. Das ist ein super schönes Auto, weil er mit diesem klassischen, ich nenne das mal Westfalia Aufstelldach-Toiletten-Grundriss, weil er etwas länger ist als die meisten anderen, mit 5,45 sehr viel Lebensraum bietet und eine super schöne Sitzgruppe mit Bett. Da solltet ihr euch auf jeden Fall das Video zu angucken, aber das haben wir super ausführlich schon gefilmt. Und neu kriegen wir den Club Joker Urban. Da gibt es auch schon die ersten Videos zu. Verlinken wir euch auch unten in der Videobeschreibung. Und der hier steht, löst mal eins der Probleme, die dieses Fahrzeug hat. Weil grundsätzlich haben wir bei dem neuen Ford Custom das Thema, dass der Wagen insgesamt ein bisschen höher ist als die Vorgängermodelle. Das heißt, er ist etwas höher als 2 Meter. Der Wagen hat hier jetzt eine Vollluftfeder drin. Das heißt, der ist etwas abgesenkt. Dann habt ihr einen Tiefgaragenmodus und insgesamt einfach verschiedene Fahrmodi, höher, niedriger, komfortabler. Und so kommt ihr zu Hause in die Garage oder auch in die Tiefgarage in der City und könnt, wenn ihr einen Feldweg fahrt, ein bisschen mehr Offroad fahren. Und ganz ehrlich, das Gesamtpaket mit den fetten Felgen,
mit dem Fahrrad auf dem Dach. Ich weiß nicht, hast du das schon mit drauf gehabt? Mit dem Fahrrad auf dem Dach, mit dem Grau, mit dem Grau und dem Schwarz. Und ich mache hier auch noch mal die Klappe zu. Das finde ich schon eine ziemlich schicke Optik mit dem Schwarz und Hellgrau. Und was Westfalia hier auch gemacht hat, und das versuchen wir noch mal, ich mache hier mal die Türen zu, dass ihr einen Gesamteindruck von der Außenoptik habt, ist der Kühlergrill hier vorne. Wir müssen leider noch einmal hier vorne rumgucken. Serienmäßig sieht es so aus wie da drüben. Und hier habt ihr so einen recht hochwertigen, schicken Kühlergrill. Also ich bin gespannt, ob wir den auch so haben können. Ich finde, dass das eine Aufwertung ist. Da würde mich auch eure Meinung interessieren. Soll ich für unsere Autos gucken, dass wir den kriegen? Oder vielleicht wird es ja sowieso eine Standardoption, oder sagt ihr, nee, die Standardoptik ist für mich vollkommen fein. Von innen ist das Ganze wie in California, nur besser. Weil nämlich der California hier keine, wobei der ganz neue, glaube ich, kriegt es genauso, bisher der California hier keine Schiebetür hat. Und so habt ihr wirklich das Beste aus beiden Welten. Einen vollen PKW mit komfortablen Sitzen oder wahlweise mit einer Schlafsitzbank hinten, eine tolle kleine Küche und eben die 2 Schiebetüren. Wenn das was für euch ist, guckt euch auch das Video zum Club Joker Urban mit an. Das verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung. So, es geht ja heute darum, was ihr in Düsseldorf sehen könnt. Was bei Westfalia noch mit auf dem Stand steht, ist die komplette Kepler und Jules Verne Reihe. Wir haben hier einen Kepler 6, das ist quasi ein California mit langem Radstand. Den Jules Verne, den ihr kennt, und einen Kepler One. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ja quasi der jetzige VW-Bus, also das Fahrzeug, was ausläuft. Solltet ihr euch für einen, nennen wir es mal, echten VW-Bus, wie es in der Umgangssprache heißt, interessieren, wäre jetzt der Zeitpunkt, das Auto zu kaufen. Und gerade bei den Kepler One haben wir durchaus die Möglichkeit, auf super attraktive Fahrzeuge zuzugreifen. Also sprecht uns gerne an, wenn was da ist, oder besucht einfach die Messe, guckt euch das an und dann kommt nach der Messe gerne auf uns zu. Dann suchen wir für euch das attraktivste Fahrzeug raus, was wir anbieten können. Das, was ich euch hier noch zeigen will, wir gehen noch mal da um die Ecke, hinter dem Nugget, der uns ja als Togo nicht interessiert, weil das ein sogenanntes OEM-Fahrzeug ist, also von Westfalia gefertigt, aber über Ford vertrieben. Haben wir hier in der Ecke, weil das hier die Ford-Ecke ist, den Meridian. Da vielleicht für euch noch mal die kleine Erinnerung. Der kriegt einen neuen Kühlschrank, Kleinigkeiten, die geändert sind. Jetzt ist der Zeitpunkt, die alten Autos sozusagen zu kaufen. Also wenn ihr noch auf die Messe geht, euch das hier anguckt und sagt, Auto finde ich schick, Preis gefällt mir nicht ganz so sehr, dann haben wir, da verlinken wir euch auch unten ein Video, Fahrzeuge, nee, eigentlich nur noch ein, mit 2 Kühlboxen hier, also mit so einer Doppelkühlschrank-Variante. Alles andere ist identisch. Und ich habe den letztjährigen Vorführer dieser Autos gekauft. Also das Auto, was Westfalia auf der Messe mit hatte, den können wir super attraktiv anbieten. Und damit haben wir quasi ein Fahrzeug mit dem super hohen Aufstelldach, weil das ist die Besonderheit an dem Meridian hier. Wenn der noch nicht verkauft ist, weil da sind durchaus Interessenten dran, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung die mobile.de Anzeige. Schaut euch das an. Also wenn der Ford Meridian mit Aufstelldach eure Lösung ist, dann hätten wir da, glaube ich, auch eine super Lösung für euch in petto. So, ich glaube, das ist das, was ihr bei Westfalia sehen müsst. Mehr brauchen wir hier nicht. Den James Cook kennen wir, die Columbus kennen wir. Wir filmen jetzt hier im Detail den neuen James Cook, den neuen Sven Hedin. Da kommen die Videos in Kürze und dann ziehen wir mal weiter und gucken, was uns die Messe noch zu bieten hat. Messe ist anstrengend. Zwischendurch ein bisschen Zucker, ich trinke sonst nie Cola. Aber das hier sieht es wichtig aus, machen wir. Stimmungsumfrage. Können wir hier eine kleine, nee, bei YouTube können wir keine Umfragen einblenden, ne? Aber stellt euch vor, es sei eine Umfrage. Wie findet ihr sowas? Man darf da leider nicht drauf. Ich finde es mega cool von der Idee. Hier ist so eine Art Hängematten-Doppelliege mit drin. Das wird einfach eingehakt, rausgeklappt und das sieht auf jeden Fall super gemütlich aus. Preisschild hängt hier mit dran. Wir reden über grob 2000 €. Ich weiß nicht, ob montiert oder unmontiert. Also durchaus ein teurer Spaß, aber ziemlich lässig. Stellt euch mal vor, ihr fahrt rückwärts an den Strand und könnt euch da noch vielleicht 2, 3 gemütliche Kissen hin.
Vielleicht sogar noch ein bisschen Sonnensegel von oben. Ich finde das ganz gut. Die Frage ist das Geld wert? Würde mich mal eure Meinung zu interessieren.